an alle. Wir legen gleich richtig los. Freut uns, dass ihr alle euch die Zeit nimmt. Jetzt noch so kurz vor Weihnachten. Mal kurz das Weihnachtsshopping unterbrechen und ein bisschen Fortbildung im Bereich barrierefreie Tabellen im PDF. Es kommen gerade noch ganz viele dazu. Mal kurz, dass sich das vielleicht ein bisschen beruhigt und die Leute dann da sind. Und dann begrüße ich nochmal ganz offiziell. So, ich würde sagen, wir legen jetzt los, Birgit. Hm? Also, herzlich willkommen hier zu unserer Dezemberausgabe von Ask the Expert. Und wir haben ein spannendes Thema hier im Dezember und einen spannenden Gast hier. Herzlich willkommen, Birgit. Schön, dass du dabei bist. Du bist ja nicht das erste Mal dabei und wir hängen ja ganz oft zusammen. Also Birgit von Barrierefrei PDF, absolute Expertin im Bereich PDF-Barrierefreiheit und auch Co-Chair unserer Arbeitsgruppe, unserer internationalen Arbeitsgruppe, die Techniken für barrierefreies PDF ausarbeitet. Und es wird jetzt bald die ersten Veröffentlichungen dazu geben. Es ist gerade in dem Reviewing oder Confirmation Process von der PDF Association. Und ich denke, dass es Anfang des Jahres dann so sein wird, dass das dann veröffentlicht wird. Es gibt ja schon so Vorab-Eindrücke auf der Seite der PDF Association, wo man mal ein Beispiel einer Technik sehen kann. Und ganz toll, finde ich, ist das Glossar geworden zu den Begriffen, also wo wir endlich mal die Begriffe rund um PDF-Barrierefreiheit geklärt haben. Im Moment ist es auf Englisch verfügbar, aber trotzdem ist es schon sehr hilfreich. Und wir haben die auch immer mittwochs, jede Woche mittwochs. Und in 2 Stunden werden dann Birgit und ich auch in dieser Arbeitsgruppe sitzen und weiter an den Techniken arbeiten. Aber jetzt sind erstmal die barrierefreien Tabellen dran, und zwar die komplexen. Und wir machen es ja so, erst einmal etwas Input um dieses Thema, sodass wir uns synchronisieren. Da wird Birgit ein bisschen das Fundament legen und dann geht es natürlich um eure Fragen. Das ist ganz wichtig. Wir sind beim professionellen Du grundsätzlich, also dass wir hier, wenn wir da miteinander reden oder sprechen oder wenn ihr eure Fragen im Chat stellt, ihr könnt von vornherein eure Fragen im Chat stellen. Ich habe ein Auge darauf und dann werden wir spätestens in der zweiten Hälfte, wenn es auch schon passt, werde ich Birgit ab und zu mal unterbrechen, wenn es genau zu einer Stelle passt und eine Frage dort einfließen lassen. Und so gucken wir, dass wir wirklich dieses Thema barrierefreie komplexe Tabellen mal in den Griff kriegen. Im Endeffekt, was ich schon sagen kann, ich liebe Tabellen, weil Tabellen können sehr gut barrierefrei sein. Das haben wir ja schon gehört. Wir hatten ja schon mehrere Sessions mit Alexander Pavkovic als professionellem Screenreader-Nutzer. Hat er uns vorgeführt, wie gut selbst komplexe Tabellen zu bedienen sind mit einem Screenreader. Und heute ist die Frage, wie erstelle ich denn diese komplexen Tabellen barrierefrei? Und da wird uns Birgit in dieses Thema einführen. Sehr gerne, ja, vielen Dank. Danke auch für die Einladung. Und ich freue mich, dass ich heute hier bin. Ich werde gleich einmal auch meinen Bildschirm teilen, indem ich mein vorbereitetes Dokument habe. Ich habe jetzt also in einem Dokument alles zusammengegeben, was ich für heute sagen möchte und dann auch noch eine Tabelle zur Demonstration. Und damit ich nicht zwischen den Programmen hin und her wechseln muss, habe ich das Ganze gleich in Access PDF geöffnet, sodass ich hier dann gut einfach weiterarbeiten kann, ohne groß hin und her wechseln zu müssen. Genau, ich möchte beginnen einfach mit ein paar Begriffsdefinitionen zum Thema der Tabellen, damit wir alle vom gleichen Stand ausgehen und das alles auch verständlich ist, was ich sage. Schluss meiner Zeit dann auch noch demonstrieren, wie gut man eine komplexe Tabelle und wie schnell das auch geht, das in Access PDF barrierefrei zu machen und was so dahinter steckt. Ja, und dann ist eben, wie Markus schon gesagt hat,
Zeit auch für Fragen für euch. Gut, ich beginne einfach einmal so mit diesen Begriffen, die wir da so haben, rund um Tabellen. Und ich schaue auf meinen zweiten Bildschirm. Das heißt, ich schaue jetzt nicht mehr in die Kamera, bitte nicht böse sein. Zu dem Thema der barrierefreien Tabellen müssen wir unterschiedliche Tabellen unterscheiden. Und zwar müssen wir einmal auch unterscheiden zwischen Datentabellen und Layout-Tabellen. Denn nur Datentabellen dürfen im PDF wirklich als Tabellen getaggt sein. Das heißt Datentabellen, wo Daten einfach in Tabellenform organisiert sind, wo zusammenhängende Daten, ob das jetzt Zahlen sind oder Text sind oder andere Dinge, ist alles möglich in einer Tabelle, aber es sind wirklich Daten. Sobald ich eine Tabelle verwende, damit Text auf meiner Seite an die gewünschte Position kommt oder Bilder oder sonst irgendetwas, verwende ich eine Tabelle zum Layoutieren und diese Tabelle ist dann eine sogenannte Layout-Tabelle, die keine Tabelle sein darf. Das heißt, das darf nicht dann im PDF als Tabelle getaggt sein, sondern nur mehr der Inhalt dieser Tabelle darf dann im Tagbaum sichtbar werden. Ich setze jetzt schon ein paar Dinge voraus, Tagbaum, getaggt und so weiter. Falls manches noch nicht verständlich ist, bitte gerne in den Chat geben. Markus wird mir dann sagen, falls da irgendwie noch ein Begriff zu klären ist. Ja, dann gehe ich weiter und der nächste Punkt, den wir bei den Tabellen zu klären haben, wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir sowieso nur mehr Datentabellen, die wir als Tabellen haben, ist so dieses Thema der regulären Tabellen. Wer von euch schon mit Tabellen gearbeitet hat, diese barrierefrei gemacht hat, der hat sicherlich schon einmal im PDF Accessibility Checker oder in einem anderen Prüfprogramm die Rückmeldung bekommen, irreguläre Tabelle. Daher auch diesen Begriff einmal zu klären, was ist denn eine reguläre Tabelle, was ist eine irreguläre? Und regulär heißt, eine Tabelle ist dann regulär, wenn sie in jeder Zeile und in jeder Spalte die gleiche Anzahl von Zellen hat. Das ist einmal so die Definition dazu. Natürlich gibt es dann auch verbundene Zellen. Das heißt, ich kann ja in meiner Tabelle auch verbundene Zellen haben. Dann habe ich ja nicht gleich viele Zellen in jeder Zeile und Spalte. Das sehen wir hier zum Beispiel in diesem Screenshot, in dieser Abbildung, die ich hier eingefügt habe. Hier haben wir verbundene Zellen, aber diese Zellen wissen, ich bin jetzt 2 Spalten breit oder ich bin 2 Zeilen hoch. Das heißt, hier ist das sogenannte Row Span oder Call Span korrekt gesetzt. Und somit habe ich wieder eine reguläre Tabelle. Das heißt, ich habe in jeder Zeile die gleiche Anzahl von Spalten, in jeder Spalte die gleiche Anzahl von Zeilen, weil eine Zelle, die verbunden ist, eben weiß, ich habe eine Spaltenbreite von 2, ich habe eine Zeilenhöhe von 2 und somit bekomme ich auch eine sogenannte rechteckige Tabelle. Also wenn ihr das anschaut, wir haben hier keine Stufe drinnen, alles ist klar, jede Zelle weiß von sich, wie groß bin ich denn. Und somit kommen wir wieder immer in jeder Zeile auf die gleiche Anzahl von Spalten, in jeder Spalte auf die gleiche Anzahl von Zeilen. Also Birgit, dann könnte man quasi sagen, wenn man in der Vorschau, in der Screenreader-Vorschau, man kann sich ja so einen Tagbaum in dieser Vorschau anzeigen lassen und man hat dort eine Tabelle mit Stufen, mit Treppen drin, dass es dann keine reguläre Tabelle ist. Genau, genau. Dazu mein zweites Bild, danke. Also das hier ist schon ein Screenshot vom Pack 2024, das heißt vom neuen Pack,
wo ich mir in der Screen wieder Vorschau eine reguläre Tabelle anzeigen habe lassen und das habe ich als Screenshot hier eingebaut. Eben und zum Vergleich jetzt die gleiche Tabelle mit einem anderen Tool konvertiert, das praktisch nicht mitgibt, wie breit ist denn meine Zelle, wie hoch ist denn meine Zelle. Und hier ergibt sich dann im PAG 2024 schon dieses Bild für eine irreguläre Tabelle. Also die gleiche Tabelle, nur falsch konvertiert. Das heißt, hier weiß diese Zelle nicht, dass sie 2 Zeilen hoch ist. Da hat der Konverter dann hier einfach eine leere Zelle noch eingefügt. Das hat er noch geschafft, das war noch möglich. Aber diese Zellen, die hier oben eigentlich jeweils 2 Spalten breit sein sollten, die letzte ja nicht, die ist nur eine Spalte breit. Vielleicht zum Vergleich, ich gehe nochmal hoch oder ich mache es ein bisschen kleiner, damit man es im Vergleich sieht. Man muss ja den Text nicht lesen können, es geht ja um das Bild, das hier entsteht. Das heißt, diese 2 Zellen, die eigentlich 2 Spalten breit sind, das ist nicht mitgegeben worden und somit entsteht hier eine Stufe. Und der PAG 2024 zeigt mir das schon sehr gut an. Das heißt, wenn ich eine irreguläre Tabelle gemeldet bekomme als Warnung, kann ich mir in der Screenreader-Vorschau im PAG das schon anschauen, wo sehe ich denn eine Stufe? Wo ist denn in dieser Tabelle irgendwo so ein dunkelblaues Feld? Und da sehe ich dann, hier fehlt irgendetwas. Also es kann ja auch sein, dass mitten drunter in der Tabelle irgendwo etwas irregulär ist, dann ist es mitten drunter so ein dunkelblaues Feld. Aber somit sehe ich im neuen Pack schon sehr gut, auch wo sind denn die Probleme in der Regularität bei diesen Tabellen. Das heißt, es ist auch eine Grundvoraussetzung, dass es eine reguläre Tabelle ist. Für eine barrierefreie Tabelle muss ich die Tabelle regulär machen, damit wir hier auch weiter tun können und damit Software und auch assistierende Technologie gut damit umgehen kann. Also das ist die zweite Geschichte. Einmal, ich nehme nur Datentabellen. Das zweite, die Tabelle ist regulär. Und jetzt muss ich für die Bearbeitung einer Tabelle noch unterscheiden, ist es eine einfache Tabelle oder ist es eine komplexe Tabelle? Denn für beide gibt es unterschiedliche Arten zur Bearbeitung in der Barrierefreiheit und das, was für die einfache Tabelle möglich ist, geht für die komplexe nicht. Eine einfache Tabelle hat so 2 Kriterien, nach der man sie einstufen kann. Sie hat keine, also jede Zelle oder jede Überschrift, die ich in der Tabelle habe, also jeder TH-Tag, jede Überschrift in der Tabelle hat keine übergeordnete Überschrift. Also, oder umgekehrt, keine Tabellenüberschrift hat eine übergeordnete Überschrift. Jede Überschrift in der Tabelle ist praktisch die oberste Ebene. Und jede Tabellenüberschrift ist für eine ganze Spalte oder für eine ganze Zeile zuständig. Das heißt, auch hier gibt es keine Unterbrechung. Wenn das der Fall ist, habe ich eine einfache Tabelle. Ist es bei irgendeiner Tabellenüberschrift unterbrochen, so habe ich schon eine komplexe Tabelle und kann diese Technik, die in der einfachen Tabelle für die Barrierefreiheit verwendet wird, nicht mehr verwenden. Also noch einmal so die Basisbegriffe. Datentabelle, reguläre Tabelle und Unterscheidung zwischen einfacher und komplexer Tabelle. Soweit einmal die Basisbegriffe und jetzt schauen wir weiter, ja, wann ist denn eigentlich so eine Tabelle barrierefrei? Und hier muss ich einmal feststellen, ja, sie hat die korrekte Struktur im Tagbaum. Das heißt, jede Tabelle hat am Beginn auf jeden Fall einen Table Tag. In diesem Table Tag gibt es dann für jede Zeile einen TR-Tag, also mehrere TR-Tags im Normalfall, sonst macht die Tabelle ja keinen Sinn. Und dann in jedem TR-Tag dann entweder TH-Tags für Überschriftenzellen oder TD-Tags für Datenzellen. Und ich öffne jetzt hier einmal den Tagbaum
um das auch anzusehen. Das heißt, ich habe hier den Table Tag, dann hier habe ich TR-Tags und in den TR-Tags habe ich dann in meinem Fall, weil es noch nicht barrierefrei ist, derzeit nur TD-Tags, noch keine TH-Tags. So schaut diese Struktur, die korrekte Struktur im Tagbaum aus. Und das ist auch schon einmal Voraussetzung, damit eine Tabelle barrierefrei sein kann. Und dann ist der zweite Schritt, dass es eine korrekte Verbindung zwischen Überschriftenzellen und den dazugehörigen Datenzellen oder den dazugehörigen Unterzellen geben muss. Damit nämlich jede assistierende Technologie immer weiß, ganz egal in welcher Zelle sie sich befindet und wenn die Tabelle mehrere Seiten vielleicht sogar lang ist, ja, wo ist denn jetzt meine Überschrift? Ich habe es vergessen. Wie kann ich denn die Überschrift jetzt aufrufen? Dazu braucht es eine Verbindung zwischen den Datenzellen und den dazugehörigen Überschriftenzellen. Und diese Verbindung mache ich je nachdem, welche Art von Tabelle ich habe. Das heißt, in einer einfachen Tabelle wird die Verbindung mit dem sogenannten Scope-Attribut gesetzt. Das heißt, dass der TH-Tag, die Tabellenüberschrift, weiß, mein Geltungsbereich, mein Scope ist Spalte oder Zeile oder beides. Das ist das Scope-Attribut und das wird auf dem TH-Tag gesetzt. Bei einer komplexen Tabelle ist es anders. Da ist die Technik so, dass jeder TH-Tag eine eindeutige ID bekommt und dann in die dazugehörigen Zellen diese ID hineingeschrieben wird. Das heißt, in den Metadaten wird hinterlegt, zu mir gehört die Überschrift mit dieser ID, mit dieser ID, mit dieser ID. Das heißt, zwei unterschiedliche Denkweisen. Bei der einfachen Tabelle weiß der TH-Tag, zu mir gehören die Zellen in der Spalte oder die Zellen in der Zeile oder beides, geht auch beides. Und bei einer komplexen Tabelle weiß die Zelle, zu mir gehören diese Überschriften. Und je nachdem, wie dann diese Überschrift, also ob es jetzt eine einfache Tabelle oder eine komplexe Tabelle ist, wie dann diese Dinge gesetzt werden, werden sie auch unterschiedlich geprüft. Wir schauen uns heute ganz genau noch eine komplexe Tabelle an. Das Prüfen der Barrierefreiheit ist einmal grundsätzlich im PAG eine gute Vorprüfung, weil ich hier bei der automatischen Prüfung schon eine Rückmeldung über die Regularität bekomme. Das heißt, falls eine Tabelle nicht regulär ist, bekomme ich eine Warnung und sehe auch ganz genau, wo denn diese irregulären Tabellen oder Zellen sind. Und ich bekomme auch eine Rückmeldung darüber, wenn es in einer Tabelle TH-Tags gibt, sind denn diesem TH-Tag auch Unterzellen zugeordnet? Das heißt, gibt es denn diese Verbindung zwischen TH-Tag und irgendwelchen untergeordneten Zellen? Wenn der PAG irgendwo einen TH-Tag findet, der keine zugeordnete Zelle hat, dann gibt es eine Fehlermeldung. Dann bekomme ich wirklich nicht nur eine Warnung, sondern einen Fehler im PAG. Die visuelle Prüfung, ob denn TH-Tags korrekt vorhanden sind und ob die Verbindung zwischen diesen Tags hergestellt wird in den Tabellen. Diese visuelle Prüfung ist viel besser mit Access-PDF realisierbar und das werden wir uns heute auch noch genauer anschauen. Vielleicht ganz kurz, Birgit, nur, Gerne. Ich glaube, du hast es eigentlich schon gesagt, aber vielleicht, ich drehe es noch mal ein bisschen anders herum, weil man ja oft denkt, hey, ich prüfe da jetzt auf Knopfdruck, sei es mit PAG, sei es mit Access-PDF, sei es jetzt auf PDF-UA oder auf WCAG und dann kriege ich da lauter grüne Haken bei meiner Tabelle und dann ist es gut. Da gibt es einen kritischen Punkt und zwar, wenn die Tabelle überhaupt keine THs hat, dann wird auch kein Fehler ausgespuckt. Genau. Das heißt, Genau. Man kommt da nicht drum rum. Dann darf man sich nicht auf die grünen Haken verlassen, weil die Software ja nicht wissen kann,
ist es jetzt eine Tabellenüberschrift oder nicht, sondern das muss wirklich ein Mensch beurteilen. Also Genau. deswegen darf man sich da nicht ins Boxhorn jagen lassen und man kommt nicht drum herum, so eine Tabelle wirklich sich anzugucken. Ich habe jetzt einmal hier den Pack geöffnet und dieses Dokument, das ich auch im Access PDF offen habe, in den neuen Pack 2024 gepackt. Und ihr habt ja erst gesehen, ich habe in der Tabelle noch keine TH-Tags. Die sind noch nicht gesetzt und ich habe hier lauter grüne Haken. Der Pack 2024 schafft es aber schon jetzt in der Qualitätsprüfung zu sagen, Achtung, schau dir einmal an, ist denn diese Tabelle vollständig? Wenn ich hier dann in den Detailbericht weiter hineingehe, kann ich noch mir das genauer anschauen. Und er sagt hier, die Tabellenstruktur ist möglicherweise unvollständig, weil ein TH- oder TD-Element fehlt. Das heißt, hier bekomme ich diese Rückmeldung in der Qualitätsprüfung jetzt mittlerweile. Genau, und das ist ein super Beispiel, für was eigentlich die Qualitätsprüfung ist. Weil die Qualitätsprüfungen, die sollen ja quasi genau das, was ein Mensch immer prüfen soll, dort sollen die unterstützen. Das kann man, also Software kann dort unterstützen, aber Software kann nicht diese menschliche Prüfung komplett ersetzen. Aber natürlich Zeit sparen, indem man zum Beispiel sagt, hey, du hast ja da eine Tabelle, aber überhaupt keine THs, dann hilft es ja schon mal, oh, das muss ich mir näher angucken. Und da kommen genau diese Qualitätsprüfungen mit rein. Genau. Super. Und dass das jetzt nicht in eine Fehlermeldung in der PDF-UA-Prüfung sein darf, ist klar, weil es kann, aus welchen Gründen auch immer, wirklich Tabellen geben, die keine Tags haben. Oder ja, also nur aus TD-Tags bestehen. Das kann sein und trotzdem ist eine Tabellenstruktur noch richtig. Ja, das Ist ist natürlich möglich. Also es ist zwar unwahrscheinlich, aber Ja. es ist möglich. Und die Ja, Standards genau. müssen ja, also die müssen ja alle Möglichkeiten abdecken. Deswegen Genau. schreibt der Standard das so nicht vor. Er sagt ja denn nur, es muss natürlich, also eine angemessene Semantik muss vorhanden sein. Und das heißt, wenn es eine Tabelle ist, die wirklich klar erkennbar Überschriftenzellen hat, dann muss das natürlich auch in der Struktur vorkommen. Also in dieser Kombination wird ein Schuh draus. Genau. Genau. Ja, gut. Also so kann ich schon durchaus mit dem Pack auch feststellen, mit dem neuen Pack auch feststellen, ob da jetzt ein Problem besteht oder nicht. Aber als Fehler in der PDF-UA-Prüfung bekomme ich es nicht. Ja, danke. Genau, und dann würde ich jetzt hier einmal auf diese Tabelle kommen, die ich hier in diesem Dokument auch eingefügt habe. Also das sind realistische Zahlen aus Österreich. Ich habe schon gesehen, es sind manche Teilnehmende auch aus Österreich da. Freut mich sehr. Und das hier ist eine komplexe Tabelle, denn wir haben hier Tabellenüberschriften, die eine übergeordnete Überschrift haben. Auch hier würde ich diese Daten zum Stichtag würde ich auch noch als Überschrift interpretieren. Auch die haben jeweils übergeordnete Überschriften. Also hier haben wir schon mehrere Überschriftenebenen. Somit ist es klar eine komplexe Tabelle. Und ich bearbeite diese Tabelle jetzt mit Access PDF und zwar mit dem Tabellentool. Zuerst prüfe ich einmal, ob sie regulär ist, aber das haben wir ja schon aus der PEC-Prüfung gesehen, aber ja, es ist eine reguläre Tabelle, somit kann ich das Tabellentool sehr gut anwenden. Das Tabellentool kann nicht gut mit irregulären Tabellen umgehen, also da kann es schon sein, dass ich dann auch einmal dort und da Probleme bekomme. Das heißt, immer zuerst regulär machen, immer zuerst schauen, dass die Tabelle regulär ist, sonst weiß das Tabellentool nicht, worauf es zugreifen soll. Ich stelle jetzt hier von der Prüfung um auf die Eigenschaften und nachdem ich das immer lieber habe, nebeneinander den Tagbaum und die Eigenschaften, ziehe ich mir auch dieses Feld noch weiter nach links neben den Tagbaum und wechsle jetzt auf das Tabellentool. Denn ich habe gesehen, ich habe ja hier Tags, die noch keine TH-Tags sind, aber sein müssen in der Tabelle.
die markiere ich mir jetzt mit dem Tabellentool einmal alle gemeinsam hier und benenne sie in den Eigenschaften und hier auch noch einmal und umbenannt. Das heißt, jetzt weiß die Tabelle, wo sind denn Datenzellen, wo sind denn Überschriftenzellen. Es entstehen hier auch dann die jeweiligen Möglichkeiten zur Bearbeitung. Und jetzt kann ich relativ rasch dann die zugehörigen Überschriften zuweisen. Das heißt, ich markiere mir immer die Zelle und sage, du bist meine Überschrift, indem ich da in diesen Kreis klicke. Und ich kann, wenn die Überschriften wirklich in gerader Linie hinauf oder nach links liegen, alle Zellen gemeinsam markieren, einmal hineinklicken und dann hier einmal hineinklicken. Und XPDF macht mir diese Tabelle jetzt mit 2 Klicks oder mit ein paar Klicks ganz barrierefrei. Ich kontrolliere noch einmal, also es sind alle Überschriften sind jetzt in diesem dunklen Magenta hinterlegt, alle Zellen sind grün und die Verbindungen werden mir auch gezeigt zu den jeweiligen Überschriften. Damit ich eine Tabelle barrierefrei gestalten kann, also auch so diese Verbindungen schaffen kann, muss ich natürlich die Tabelle selber gut verstehen, sonst geht das nicht gut. Und eine zweite Möglichkeit, das jetzt noch zu prüfen in Access PDF, ist die Screenreader-Vorschau. Das heißt, ich suche mir jetzt in der Screenreader-Vorschau auch noch einmal die Tabelle. Und sobald ich mit Mouse over auf die verschiedenen Zellen gehe, wird mir die zugehörige Überschrift auch noch rot hinterlegt. Das heißt, hier kann ich auch noch einmal mit Mouse over sehr gut diese Verbindung überprüfen. Beziehungsweise die TH-Tags sind dunkel eingefärbt mit weißer Schrift, die TD-Tags sind hell eingefärbt mit schwarzer Schrift. So kann ich wirklich die ganze Tabelle noch einmal gut durchüberprüfen. Ja, soweit einfach mal meine Präsentation dazu. Sehr gut. Vielen Dank für diese grundlegende Einführung. Und es gibt auch schon erste Fragen dazu. Und da würde ich sagen, das greifen wir gleich mal auf. Und zwar, was direkt anschließt, ist ja die Frage, du hast ja gezeigt, es ist eine komplexe Tabelle. Du hast diese Zuordnungen vorgenommen über die IDs. Jetzt vielleicht kannst du einmal kurz zeigen, wo sind denn diese IDs? Ich glaube, haben wir sie schon gesehen? Nein, also nicht direkt. Also wenn ich jetzt hier im Eigenschaftenfenster bin und irgendeine Zelle anklicke, also einen Tag anklicke, dann habe ich hier die ID dieses TH-Tags und hier habe ich die zugeordneten IDs. Kann ich auch noch weiter aufklappen und habe die Liste aller TH-IDs. Das heißt, diese IDs, die ich jetzt hier benötige oder die gesetzt worden sind, wurden vom Tabellentool alle automatisch gesetzt, eindeutig für die Tabelle, wenn ich mehrere Tabellen im Dokument habe, eindeutig für das ganze Dokument, sodass sie sich nicht in die Quere kommen und werden auch dann durch dieses Klicken, also durch das Anklicken dieser Kreise automatisch dann eingetragen in die Metadaten meiner jeweiligen Zelle. Und hier sehe ich sogar auch noch einmal mit einer anderen Farbhinterlegung im Access PDF auch noch einmal die Zuordnung, so wie ich es auch in der Screenreader-Vorschau habe. Und das ist auch ein kleiner Unterschied. Also das ist so deutlich, wie man es jetzt hier sieht, sowohl in der Screenreader-Vorschau als auch im Strukturbaum, im Tagbaum, geht es nur in Access PDF. Genau. Und deswegen ist das natürlich, das ist sehr elegant. Ja, das finde ich auch. Für die visuelle Prüfung. Ich kann es im Pack noch zeigen. Soll ich das im Pack noch zeigen, wo man es findet? Ich glaube, nee. Okay, sonst, wenn es jemand hat. Wenn man nachher nochmal, genau, ja, wenn es jemand wissen möchte, ich glaube, es gibt nämlich gleich andere Fragen dazu. Dann würde ich erstmal die ganzen Fragen, die sich um diese IDs ranken, abarbeiten. Und da war die Frage, sind die Zuordnungen innerhalb komplexer Tabellen nur durch IDs zulässig? Ist die Verwendung von Scope-Attributen nicht ebenfalls zulässig, solange die Tabelle durch Colespan bzw. Rowspan regulär ist?
Wenn ich die Frage jetzt richtig verstehe, heißt das, ob ich jetzt sage, bei Bevölkerung insgesamt, wie es jetzt bei mir ist, wird einfach das Scope gesetzt, du bist zuständig für die Spalte. Und hier auch noch einmal bei den Untergeordneten. Ich denke mal, das ist so gemeint. Da ist nicht sichergestellt, dass diese Überschrift weiß, dass sie für alle Spalten zuständig ist, wenn ich das mit Scope mache. Das heißt, aus meiner Sicht nein. Und mischen ist auch nicht zulässig. Das heißt, entweder ich habe eine einfache Tabelle, dann reicht der Scope, oder ich habe eine komplexe Tabelle, dann nur mit IDs, aber mit IDs. Genau. Also deswegen ist es so, also ein einfacher Merksatz, sobald du eine komplexe Tabelle hast, verwende IDs. Anders, das ist zwingend. Und umgekehrt geht schon. ja, bei einer einfachen Tabelle darf ich auch IDs verwenden. Also genau. das ist jetzt kein Also deswegen, Fehler. so arbeiten wir sogar. Wir machen eigentlich nur immer mit den IDs, weil man letztendlich sogar schneller ist, so wie du es jetzt auch vorher gemacht hast. Also in einer Logik, das ist auch erlaubt. Und es gab da dann gleich eine nächste Frage. Aber da Scope müsste dennoch notwendig sein, um zu definieren, ob als Spalten- oder Zeilenüberschriften zählen. Oder? Also das braucht man bei IDs überhaupt nicht mehr. Und Birgit hat ja sogar gesagt, es ist sogar verboten, die zu mischen. Also man darf nicht IDs mit Scope-Attributen mischen. Auf gar keinen Fall. Weil es können dann solche Edge Cases bei Software, also entstehen, die Software nicht mehr interpretieren kann. Genau. Widersprüche. Weil es zwei unterschiedliche Logiken sind, die man nicht vermischen darf. Genau, und es ist ja so, meine Überschrift kann ja überall stehen. Die könnte ja, je nachdem, wie die Tabelle aufgebaut ist, könnte, wenn ich mit IDs arbeite, meine Überschrift auch hier stehen und für diese Zelle zuständig sein. Genau. Ja, wenn es jetzt visuell, ich meine, das ist jetzt ein konstruierter Fall, aber wenn sie visuell logisch ist, so, dann ist es möglich. Also ich habe auch immer wieder so Jahresabschlüsse, Tabellen in Jahresabschlüssen zu bearbeiten. Und da ist ja eine Überschrift, also das ist eher so, dass die Überschrift für eine Zelle hier dann hier irgendwo steht, ja, in der Tabelle. Das heißt, dass es sehr, sehr weit nach oben geht, aber nicht in der Spalte die obere Überschrift ist. Also nutzt es mir hier nichts, wenn ich in dieser Zelle dann stehen habe, ich bin eine Zeilenüberschrift, weil meine zugehörige Zelle steht ja hier. Ja. Also nein, bei IDs, also das ist völlig egal, weil es wirklich egal ist, wo meine Überschrift steht. Die Zuordnung passiert rein über die ID-Verbindung. Und da ist man natürlich wahnsinnig flexibel, kann damit nämlich jede Zuordnung abbilden. Wir haben ja schon gesagt, man könnte auch einfache Tabellen einfach über IDs machen. Und jetzt gibt es hier noch die Frage, gibt es dazu von der PDF Techniken Working Group Tests, ob das auch ohne Tablescope nur mit IDs funktioniert und von ATs richtig ausgegeben wird? Und da hatten wir ja auch die Session mit Alexander. Ich kann den Link, Moment, habe ich den hier? Da haben wir nämlich genau komplexe Tabellen mit einem Screen wieder angehört. Und da ging es genau darum, die waren natürlich korrekt über IDs gemacht. Funktioniert das mit den Screenreadern? Und ja, es funktioniert. Also deswegen, es funktioniert, wenn es nicht gemischt wird. Das ist ja genau diese Geschichte. Darf ich da vielleicht noch einwenden? Man muss ein bisschen vorsichtig sein, dass man Barrierefreiheit mit Screenreader-Tauglichkeit gleichsetzt. Achtung, nicht alle Screenreader haben schon den völligen PDF-UA-Standard implementiert. Das heißt, wenn ich immer nur schaue, dass jeder Screenreader das kann es sein, dass ich am PDF-UA-Standard vorbeigehe. Das heißt, auch die Screenreader sind verpflichtet, dass sie dem PDF-UA-Standard folgen, damit das wirklich ganz gut funktioniert. Und Screenreader sind nicht die einzigen, die hier abgedeckt werden mit dem PDF-UA-Standard. Und manchmal funktionieren Screenreader so, dass man, wenn man dem einen Support leistet, den anderen dann für den anderen die Situation schlechter macht. Also Achtung, Barrierefreiheit heißt nicht nur Screenreader-Tauglichkeit. Sehr guter Hinweis.
Wir gehen gleich mal auf die nächsten Fragen ein. Und zwar, Moment, ich sortiere ein bisschen um. Da war jetzt immer noch mit zu den IDs. Muss man bei der Verwendung von IDs trotzdem mit Coalspan, Rowspan arbeiten? Ja, Coalspan und Rowspan machen mir überhaupt einmal die Tabelle regulär. Das heißt, so wenn ich jetzt hier, wenn diese Regularität nicht gegeben ist, dann wird ja auch nicht ausgegeben, dass sich diese Zelle zum Beispiel über 9 Spalten ergibt. Und dann wird es nicht logisch, auch wenn man es nicht sehen kann, sondern nur hört, weil eben hier auch ausgegeben wird, erste Zeile, Spalte 3 bis, jetzt müsste ich zählen, 3, 4, 5, 6, also bis am Ende. Also es gibt ja Screenreader, die geben es direkt aus, wenn sie in die jeweilige Zelle kommen. Und wenn das jetzt nicht in der Zelle hinterlegt ist, dass diese Zelle so breit ist, dann ist nicht klar, ob sie, also dann wird der Aufbau der Tabelle nicht logisch, wenn ich sie nicht sehen kann. Daher immer Coalspan und Rowspan auch dazu, auch wenn ich mit IDs arbeite. Genau, weil es sind ja letztendlich zwei unterschiedliche Dinge, die man damit macht, die Ja. erstmal nicht damit zusammen, also miteinander zusammenhängen, also nicht direkt. Du hast schön gesagt, bei dem einen geht es darum, die Regularität sicherzustellen für verbundene Zellen, Coalspan, Rowspan. Und beim anderen geht es wirklich um die Zuweisung der einzelnen Zellen zu ihren Überschriftenzellen. Genau, vielleicht auch noch dazu, Menschen mit Sehbeeinträchtigung, also jetzt nicht unbedingt blind, sondern Sehbeeinträchtigung, die unterschiedliche Software auch zur Vergrößerung verwenden, gehen ja dann auch auf diesen Tagbaum und lassen diese Tabelle in einer ganz anderen Art und Weise und ganz anderen Form darstellen, wie wir auf dem Papier oder eben in diesem digitalen Dokument, das gar nicht vom Layout her verändert wird, sehen. Und wenn da der Coalspan oder der Rowspan nicht stimmt, dann stimmt diese visuelle Darstellung nicht. Dann schaut es so aus wie hier auf diesem Screenshot. Eben jetzt, das ist ein Screenshot vom PAC, aber es gibt auch eben Vergrößerungssoftware, die sich genauso den Tagbaum nimmt und dann andere Darstellungen wählt. Und wenn hier der Coalspan und der Rowspan nicht stimmen, dann wird diese Tabelle in dieser Software für Menschen mit Sehbehinderung falsch dargestellt. Also auch dafür der Coalspan und Rowspan wichtig. Und letztendlich, das hat man ja sehr schön gesehen jetzt gerade bei deinem Beispiel, Birgit, man kriegt die völlig falschen Zuweisungen, auch optisch so. Und da würde man völlig falsche Daten sagen, hey, das gehört hier zu dieser Spalte und so weiter. Das heißt, es ist völlig unzugänglich. Man kriegt zwar irgendwelche Inhalte, aber die sind völlig falsch. Und das ist ja genau das, was wir nicht wollen, ja, sondern das soll ja genau 1:1 sein und zuverlässig sein. Gut, weiter mit den Fragen. Wir waren mit diesem Coalspan, Rowspan. Jetzt gibt es für verschachtelte Tabellen eine Lösung. Und welche Screenreader genau haben den UA-Standard noch nicht integriert? Also erstmal gibt es für was sagst du, was ist eine verschachtelte Tabelle? Wo eine Tabelle in einer Tabelle drinnen ist, also eine Tabelle in einem TH-Tag oder TD-Tag drinnen ist. Und das ist erlaubt. In jedem TH-Tag oder TD-Tag können alle möglichen Arten von Inhalten sein, genauso wie der verschachtelte, also wie der Tabellen selber. Das ist jetzt nicht verboten. Ob es sinnvoll ist, ist die Frage. Und ob das nicht vielleicht eine Layout-Tabelle dann ist, ja, das muss man sich genau anschauen. Aber ansonsten wird das dann in der Tabelle, die Tabelle, die in der Tabelle ist, wieder ganz genauso behandelt wie die außenliegende Tabelle. Jeder TH-Tag oder TD-Tag ist ein sogenannter Grouping-Tag und da darf drinnen sein. Und über IDs ein sehr flexibler Mechanismus, um Datenzellen zu Überschriftenzellen zuzuweisen, geht natürlich auch mit verschachtelten Tabellen. Genau. Also würde man genauso, wie du es schon gezeigt hast, also auch mit einer verschachtelten Tabelle umgehen. Und welche Screenreader genau haben den UA-Standard noch nicht integriert? Ja. Oder
wir fragen vielleicht mal andere, oder ich glaube, es ist einfacher zu sagen, wer hat es schon? Ja. Genau. Also der NVDA sagt von sich selber, der PDF-UA-Standard ist implementiert. Alle anderen Screenreader haben jetzt noch nichts dazu verlauten lassen, dass sie den schon implementiert haben. Sie arbeiten natürlich unterschiedlich, gerade wenn es um Tabellen geht, geben sie unterschiedliche Dinge aus. Also der NVDA gibt zum Beispiel in jeder Zelle aus, handelt es sich um eine Überschrift, in welcher Zeile, in welcher Spalte befinde ich mich, wie breit ist meine Zelle, beziehungsweise wenn man jetzt die von mir markierte Zelle hier nimmt, würde er ausgeben, wo befindet er sich jetzt gerade, in welcher Zeile, welcher Spalte, und noch zusätzlich die Überschriften in der ersten Ebene würde man dazu ausgeben. Automatisch. Beim JAWS muss ich es aufrufen zum Beispiel. Ja. Also die verhalten sich, also man könnte vereinfacht sagen, sowohl NVDA als auch JAWS unterstützen komplexe Tabellen mit IDs. Ja? Also die ganz sicher sind auch die gängigsten. Und in der Session mit Alexander, den Link habe ich ja gepostet, da, ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben wir das auch mit beidem dort getestet. Also Alexander setzt zumindest beide ein und es funktioniert mit beiden, das ist nachgewiesen. Und was man wissen muss, du hast es quasi schon gesagt, ein bisschen ein Nachteil, aber das macht noch kein Screen wieder richtig gut. Die Information wäre letztendlich da. Jetzt nehme ich gerade mal nochmal deine Tabelle. Und ich bin jetzt hier bei der Spalte Österreich und jetzt gehe ich da mal zu dem dritten Wert, also vom 1.7.2010. Und das wäre natürlich wünschenswert, sage ich mal. Also wenn uns hier jetzt Hersteller von assistiven Technologien zuhören oder sowas, ich habe nicht die Hoffnung, aber könnte ja sein, dass sich da einer in unsere Session verirrt hat. Oh, das wäre super. Dann wäre es natürlich so, dass man sagen müsste, für Österreich im Jahr 2010, Stichtag 1.7.2010, hier die 8 Millionen. Also hier nicht, sondern 8 Millionen, das sollte er vorlesen. Weil das ist letztendlich vorhanden. Das wäre für Software auswertbar. Jetzt ist es aber so, dass die Screenreader immer nur die nächste Ebene lesen und man dann wieder eins nach oben navigieren muss. Von Alexander haben wir uns sagen lassen, das ist okay, das ist nicht bequem so, aber man weiß, dass das so funktioniert und dann macht man das und kriegt so diese Informationen mit. Also deswegen das noch so, falls ihr euch fragt, wie gut das dann tatsächlich gelesen wird und wenn es richtig super wäre, weil wir sehen das ja auch relativ schnell auf einen Blick, wie die Zuordnungen sind. Und mit einem Screenreader muss man halt dann immer von Überschriftenebene zu Überschriftenebene gehen, sich entlanghangeln, dann, ja klar, das ist ich bin im Jahr 2010 und so weiter. Also das ist gut, das zu wissen, wie der Mechanismus dort genau ausgewertet wird. Gut, dann okay, das mit den, da gehen wir gleich mal drauf. Dann würde ich sagen, die eine Frage, die ich nach hinten geschoben habe, hier empfehlt ihr nicht, die komplexen Tabellen mit Access Word mit Zuordnung der Formatvorlagen zu machen? Birgit, was sagst du dazu? Es kommt darauf an. Also ja, wenn ich eine Formatvorlage habe, wo ich weiß, die wird oft verwendet und daraus werden unterschiedliche Tabellen immer wieder gestaltet, ja, unbedingt in den Formatvorlagen, denn da erstelle ich die Formatvorlagen, weise das einmal zu in Access Word mit der Dokumenteinstellungen und brauche dann nur mehr die Formatvorlagen in den Tabellen zuweisen und habe es schon fix fertig. Ja, wenn ich allerdings ein Dokument bekomme, wo ich zuerst die Formatvorlagen anlegen muss, dann vielleicht in einem Dokument, weil es noch die Barrierefreiheit noch nicht mitgedacht wurde, Tabellen unterschiedliche Layouts haben, dann müsste ich praktisch pro Layout, pro unterschiedliche Tabellen, also TH-Ebene, müsste ich jeweils eine eigene Formatvorlage anlegen. Das ist mir zu viel. Da bin ich, wie ihr gesehen habt, viel schneller, wenn ich das im Nachhinein bearbeite, wenn ich weiß, dieses Dokument wird einmal konvertiert
und bleibt dann. Ja, das gibt es nicht ständig. Also ja, wenn ich Vorlagen habe, die immer wieder verwendet werden, wo die Leute wissen, so muss ich das zuweisen, unbedingt schon in Word mit Access Word. Ja. Wenn ich ein Dokument habe, das ich einmal barrierefrei mache, dann bin ich viel schneller in Access PDF. Und auch Mhm. wirklich in Access PDF. Also ich kenne kein Tool, das das so schnell bearbeiten lässt, eine Mhm. Tabelle. Genau. Also wenn ich es richtig verstehe, Birgit, sagst du, ja, natürlich ist es der beste Weg, in Access Word schon über die Formatvorlagen die Zuweisungen vorzunehmen. Aber manchmal wäre das zu aufwendig, besonders wenn ich so ein Word-Dokument das von woanders her kommt, im Nachhinein bearbeiten muss und ich habe unterschiedlich aussehende Tabellen, dann müsste ich ja für alle eigene Formatvorlagen anlegen. Genau. Dann würdest du empfehlen, hey, mach das Gitter richtig, Cold-Span, Row-Span richtig setzen und dann mit Access PDF das am PDF zuweisen, weil du dann Genau. schneller bist. Also das Genau. ist genau. Außer ich weiß, genau dieses Dokument wird jedes Jahr überarbeitet und wird dann jedes Jahr mit ein paar kleinen Änderungen wieder mit Updates wieder neu konvertiert. Dann zahlt sich auch diese Arbeit aus, das in Word noch einmal zu machen. Also es kommt immer darauf an, wie oft wird denn das Dokument verwendet, wie oft muss es konvertiert werden. Mhm. Gut, dann gehen wir zu der nächsten Frage. Gibt es eine Lösung für die Kombination von Fußnoten und Tabellen? Bei Verwendung der Word-Referenzfunktion wird das Note-Tag erst nach der gesamten Tabelle vorgelesen, auch wenn die Referenzzahl schon ganz am Anfang in der Tabelle steht. Mhm. Ja, das ist ja eine tolle Geschichte eigentlich. Also sobald in Tabellen die Fußnotenfunktion von Word verwendet wird, ist ja diese Zuordnung zwischen Fußnote und Fußnotentext, also dem Note-Tag, eindeutig. Und dann ist es ja richtig toll, wenn dieser Note-Tag am Ende des Tagbaumes ist, weil ja das gegenseitig verlinkt ist. Und diese Verlinkung macht dann das Screenreader User auch sich aussuchen können, so wie wir Sehenden uns aussuchen können, ja, lese ich mir denn jetzt diesen Fußnotentext oder nicht, können sich Screenreader-User das auch aussuchen. Springe ich jetzt mit dieser Verlinkung zum Note-Tag und lasse ich es mir vorlesen oder nicht? Und wenn Sie sagen, nein, das interessiert mich jetzt nicht, kommt der Note-Tag nicht im Lesefluss vor, sondern eben am Ende des Tagbaums. Also eigentlich eine sehr, sehr tolle Funktion. Für uns Sehende ist es immer dort, wo wir es als Sehende vermuten, und für alle, die assistierende Technologien verwenden und sagen, ich verwende auch diese Verlinkung, ist es dort, wo es dann den Lesefluss nicht stört. Und ich hoffe, jetzt habe ich die Frage richtig verstanden. Ja, ich bin mir jetzt nicht genau sicher, weil, also die erste Frage war ja, gibt es eine Lösung für die Kombination von Fußnoten und Tabellen? Und dann hätte ich jetzt mal spontan gesagt, naja, spricht was dagegen, Fußnoten in Tabellen zu verwenden? Nein, Spricht nichts dagegen. Also, das, ich das, meine, das, natürlich, die elegante Lösung ist natürlich immer, wenn man es mit Access Word macht, weil dort die Fußnotenlösung wirklich so ist, dass genau. man den Hinweis bekommt, also so wie du es gesagt hast, man kriegt den Hinweis, hey, hier ist jetzt eine Fußnotenreferenz. Du kannst entscheiden, ob du sie jetzt gelesen haben willst oder später. Also man kann gleich dahin springen oder nicht. Und man kann dann auch wieder zurückspringen. Das ist natürlich ganz elegant. Also das muss mitgegeben sein. Ja. Diese Fußnotenreferenz muss natürlich identifizierbar sein und sie muss verlinkt sein. Ja, also, oder zumindest muss ein Mechanismus gegeben sein. Es wäre vorstellbar, gibt keine Software, die das jetzt ohne das Verlinken macht, aber es gäbe diesen Mechanismus, beispielsweise auch über Node-IDs wäre dieser Mechanismus sogar auch theoretisch möglich, ist halt nirgendwo implementiert, dass man von der Referenz zum Text, Fußnotentext springen kann. Aber das muss es geben. Ja, sonst ist kein Equal Access, kein gleichwertiger Zugang möglich. Das heißt, grundsätzlich geht es natürlich, Fußnoten in Tabellen. Und das andere, das ist so, wie du es gerade erklärt hast. Genau. Ja, also ich glaube. Genau. Also ich denke mal hier, jetzt habe ich nämlich die Frage im Chat gefunden und habe es mir noch Mhm. einmal genauer durchgelesen. Also ja, es ist
im Normalfall, wenn ich dann mit Word konvertiere, das ist sowieso ein Problem. Also auch wenn ich die Funktion verwende, wird in den meisten Word-Versionen die Fußnote selber als normaler Text eingefügt. Das heißt, es wird gar nicht sichtbar, dass es eine Fußnote ist. Und der Note-Tag, die von einer Seite werden alle Fußnoten in einen Note-Tag zusammengegeben und dann im Absatz oder in dem Fall nach der Tabelle hingegeben, wo die erste Fußnote drinnen steht. Das ist überhaupt, also Word konvertiert hier nicht sauber. Das Problem, das mir auch immer wieder, also dass ich immer wieder sehe bei Tabellen und Fußnoten ist, dass es in den Tabellen händisch erzeugte Fußnoten gibt und hier keine eindeutige Beziehung zwischen Fußnoten und Fußnotentext gibt. Das heißt, dass ein Stern 5-mal vorkommt in einer Tabelle. Ja, genau. Ja, also Also, und eine einzige Fußnote dazu ist. Ja. Das ist mhm. eigentlich eine falsche Verwendung von Fußnoten und da habe ich sowieso dann eine eingeschränkte Möglichkeit nur mehr, wenn es nicht eindeutig, wenn es keine 1:1 Beziehung ist. Ja, genau. Ja. Weil man muss sich das so vorstellen, die Software weiß ja gar nicht, also die könnte zwar von 5 Sternen immer auf dieses eine Ding hinspringen, aber wo soll sie wieder Nicht mehr zurückspringen? zurück, genau. Ja, also das heißt, es muss eine eindeutige Beziehung geben, sonst ist es nicht für Software lesbar. Also und damit auch nicht, entspricht nicht den Anforderungen an die Barrierefreiheit. Gut, dann würde ich sagen, wir geben noch ein bisschen Gas. Wir haben noch 9 Minuten. Nächste Frage. Wann kommt Access Excel? Und ich kombiniere das gleich, Access für PowerPoint. Aha. Und da kann ich Das schon ist eine sagen, Frage an dich. ja, Access Lite, der Plan ist, dass es Mitte Februar nächsten Jahres released wird, die Version 1. Das ist dann für PowerPoint. Das heißt, da arbeiten wir dran. Prototyp haben wir intern schon. Wir halten euch auf dem Laufenden. Wie gesagt, der Plan ist Mitte Februar, dass wir das veröffentlichen. Nagelt uns nicht drauf fest, weil es gibt immer Pläne und je nachdem, was bei der Qualitätssicherung dann auftritt, aber das ist der Plan. Wir sind da schon viel, viel besser geworden, aber wir wollen natürlich nicht unbedingt, es ist ja nie Absicht, dass man fehlerhafte Software released und man hat ja so seine Strategien, wie man das vermeidet und dann kann es da schon auch mal zu Verzögerungen kommen, aber das ist der Plan. Das heißt, das wird es geben. Freut euch drauf. Zu Excel ist es eine ganz andere Kiste, weil Excel überhaupt nicht diese Informationen bietet und es ist also wahnsinnig schwierig, also jetzt überhaupt barrierefreie Tabellen, sowieso komplexe Tabellen aus Excel rauszukriegen, diese Informationen. Da arbeiten wir überhaupt nicht dran und da ist es immer noch die beste Lösung, so wie Birgit es gezeigt hat. Macht ein Gitter, das richtige Gitter und macht die Zuweisungen dann in Access PDF. Das ist im Moment dort der einzige Weg. Und ich weiß nicht, ob das vielleicht irgendwann mit Hilfe dann noch von KI-Unterstützung möglich ist, aber im Moment ist Excel überhaupt nicht dafür vorgesehen. Man müsste ganz heftige Analysealgorithmen über Excel drüber laufen lassen. Also das wäre eine ziemlich brüchige Sache und deswegen haben wir uns bisher immer dagegen entschieden. Genau, also das zu dieser Frage und hier Moment, das war jetzt, genau, hier ist der Wunsch da, einfache Tabellen, Überschriftenzellen mit Scope-Attribut und verbundene Datenzellen, eine Kontrollansicht des Geltungsbereiches im PAG zu zeigen. Also, wo man ich vermute, das ist das gemeint, was du gesagt hast, wo du vorhin gefragt hast, im PAG die Tabelle zu zeigen, wo man sieht Cold Span, Row Span oder also die Eigenschaften, die Attribute zu den Tags. Vielleicht einmal dann Teile ich noch noch kurz einmal zeigen. meinen Bildschirm, genau. Also ich aktualisiere jetzt hier mal noch mein Dokument, jetzt habe ich ja die Tabelle korrekt erstellt. Und wenn ich jetzt
auf die logische Struktur gehe, das heißt im PEG die logische Struktur öffne, gibt es hier einmal die Seitenansicht. Ich wechsle, damit ich dann diese Informationen bekomme, auf die Eigenschaften. Und in den Eigenschaften sehe ich jetzt, so wie ich es vorher auch im Access-PDF gesehen habe, aha, diese TH hat diese ID, also hier sehe ich die IDs. Ich sehe auch hier zum Beispiel den Call-Span, hier den Row-Span, also auch das sehe ich dann. Und dann noch zusätzlich hier in den Headers, welche TH ist mir zugeordnet. Also hier bin ich schon in der zweiten Zeile und sehe hier dann, welche TH ist mir zugeordnet. Das ist jetzt in dem Fall die mit den Bundesländern. Aber hier habe ich praktisch keine visuelle Kontrolle in der Tabelle. Ich muss aufgrund dieser Struktur im Tag-Baum, muss ich mir dann vorstellen können, wo bin ich denn, wenn ich hier diese zugeordneten Überschriften wirklich überprüfen möchte. Das ist eine schwierige Angelegenheit. Aber ich sehe es auch hier. Das ist jetzt nicht ganz so komfortabel, wie es in Access-PDF ist. Nein, es ist untertrieben, es ist gar nicht komfortabel. Ja, es ist eigentlich nur in Access-PDF komfortabel. Aber hier sehe ich das in der logischen Struktur, in den Eigenschaften. Wo sind die IDs, welche sind zugeordnet und wie ist der Call-Span und Row-Span? Sehr gut. Okay. Es gibt auch noch, toll, dass ihr so gut mitarbeitet. Im Chat gab es auch noch einen zweiten Weg für Excel-Tabellen und das stimmt, das habe ich vorher nicht erwähnt. Vielen Dank für diesen Hinweis. Natürlich geht es auch, Excel-Tabellen in Word zu übertragen, sodass man das volle Potenzial von Access Word dort dann hat. Das geht natürlich auch. Dort hat man dann wirklich die Möglichkeit, dieses Gitter gescheit auszuzeichnen und so, dass man dann das am Original schon hat. Vielen Dank nochmal für diesen Hinweis. Und wir sind am Ende unserer Session hier, die letzte für dieses Jahr. Das eine ist nochmal, ich poste ganz kurz die Guides hier rein. Zum einen, wie arbeitet man mit Access PDF, das, was du gezeigt hast, oder wie macht man das mit Access Word? Da werden wir mal eine separate Ask the Expert Session machen, wo wir nur komplexe Tabellen in Access Word. Ich glaube, da lohnt sich das separat zu zeigen, wie man das machen kann. Und im Januar machen wir quasi eine Ask the Expert Pause. Da gibt es keine Ask the Expert. Es gibt aber am 17. Januar ein Webinar zu PEG 2024. Also auf der PEG-Website findet ihr das. Da hatte ich vorhin schon oben den Link gepostet. Wir werden natürlich das hier veröffentlichen, diese Aufzeichnung. Vorher kam ja noch die Frage, ob das dann verlinkt sein wird von PEG zu dieser Aufzeichnung, weil wir haben ja jetzt diesen Hilfetext, der direkt auf Teile auf unserer Seite geht. Bei den anderen, wo es noch nicht Hilfetexte gibt, geht es dann auf eine Google-Suche. Und wir werden Stück für Stück im nächsten Jahr immer das noch weiter untermauern. Und dann werden wir auch irgendwann die Verbindung zu dieser Aufzeichnung herstellen. Aber das ist jetzt nicht gleich morgen da. Und die nächste Ask the Expert Session, die ist am 14. Februar. Hier ist schon mal die kostenlose Anmeldung. Und da geht es nämlich um die Quality Checks in PEG 2024. Da wird Peter Spraul zu Gast sein. Er ist der Chef der Qualitätssicherung bei Access4. Und er wird zeigen, worum geht es da überhaupt bei diesen Quality Checks. Wir haben heute schon ein super Beispiel gesehen. Wie muss man es verstehen? Wie setze ich sie am besten ein? Müssen die immer erfüllt sein oder nicht? All diese Sachen. Und wir sind gespannt, ja, auf all das, was wir dann dort hören werden. Euch wünsche ich erstmal also eine ganz schöne Adventszeit, ein frohes Weihnachtsfest, guten Rutsch, bleibt gesund und seid auch nächstes Jahr wieder dabei. Toll, dass ihr heute dabei wart. Alles Gute euch. Und danke dir nochmal, Birgit, für diese tolle Einführung. Danke auch und wünsche auch allen noch einen schönen Nachmittag, Abend und ebenfalls gute Feiertage, viel Erholung und einen guten Rutsch. Dankeschön. Macht's gut. Ciao. Ciao.